In dieser Folge kommen wir in Frankreich bei unserem neuen Boot an, schmieden Pläne, wie es weitergeht, und Mario sucht nach einer Leiter. Viel Spaß beim Zusehen. Nach dem ganzen Drama mit unserem ersten Schiff haben wir uns ein neues Boot gekauft. Und deshalb sind wir jetzt in Südfrankreich und machen eine kleine Renovierung, bevor das große Auswandern beginnt. Jetzt geht's auf zum neuen Boot. Zum ersten Mal sehen wir es an Land, seit wir es gekauft haben. Bisschen windig vielleicht, nur ein bisschen. Hey. Das war ein Katamaran, würde ich sagen, oder? Wir sind jetzt auf der Suche nach einer Leiter. Wir haben gerade herausgefunden, wo unser Schiff steht. Die Jungs wissen das bestimmt. Which is you will find just yeah, yes. Perfect. Merci bien. Au revoir. Wir sind dann vorbeigelatscht. Leute. Diese drei rosa Boote gehören alle einer Person. Das ist ein Monster, das einfach ist. Mhm. Pass auf! Oh, Der Robin wieder. ich muss mir eine Leiter erschlagen. Einfach umdrehen, ne? Mit einer Leiter. Ja. Was rennt der denn auch in den Weg der Leiter? Ja, Mario. Alles gut, Mario. Na dann. Aber mal rein in die gute Stube. Okay, es ist tausendmal anders. Riecht nicht ekelhaft, es ist trocken. Ist halt alt, ne? Es riecht auf jeden Fall nicht vergammelt, wie bei der Artea. Das ist was wir nicht sehen wollen hier eigentlich. Oh, was passiert? Ist frisch? Das bedeutet, irgendwas hier ist undicht. Oh nein. Bitte? Ja, die Fenster, ne? Aber das hatte ich angemerkt. Die kannst du sowieso abnehmen. Aber das ist alles trocken. Die ist tausendmal besser als die Artea. Also da kann man wirklich nichts gegen sagen. Die obere, da machst du nicht nur die oberen. Ach so. Was sagst du? Ich äußere mich noch nicht. Was ist das? Die Fenster müssen ab, dann muss das alles schön aufbereitet werden. Da Ja. müssen wir jetzt gucken, ob wir. Ich hatte es angemerkt. Ich habe gesagt, die sehen nicht mehr gut aus. Ja, haben wir auch gesehen. Also Ja, so guck ist mal nicht. hier, das ist das. Das ist das Problem. Ach, die sind durchgebrochen, deswegen Ja. zieh das nicht ab. Aber das hat er uns auch gesagt.
dass man die eventuell tauschen muss. Bennys. Ich habe gerade nochmal angemerkt, also einen ganz harten Fakt gibt's. Wir brauchen auf jeden Fall ein größeres Klo. Das ist einfach noch kleiner als das beim letzten Mal. Willst du es so sagen, wie du es gerade Und gesagt es ist einfach. Ich meine, wir können das P-Wort. Ja, ich krieg meinen Penis und meinen Arsch nicht gleichzeitig in die Schüssel rein. Okay. Was soll ich dir sagen? Okay. Das hört sich aber jetzt auch mal Sie hat mich gerade gefragt, ob ich vielleicht noch ein bisschen öfter das Wort Penis sagen Man muss möchte. aber auch dazu sagen, bei dem vorigen Boot hast du weniger Popo. Oder wen? Nein. Hast du mich gerade fett genannt? Aber ich habe das so freundlich Aber umschrieben. sowas von durch die Blume. So du, Mensch. freundlich umschrieben. Also ich würde sagen, schön auch, dass wir keinen weiteren Akku mitgenommen haben. Ich habe noch eine zweite Kamera. Ein Handy. Guck mal, sowas hier, ich würde sagen, das schleifen wir einfach schön. Ja, also hier oben sieht es auch nicht so aus, als würde hier irgendwie Wasser reinkommen. Das ist einfach wahrscheinlich nur aufgrund des Schwitzwassers hier drin verwittert halt. Ne? So, das würde ich alles mal anschleifen, auch das hier. Und dann können wir hierfür, könnten wir zum Beispiel hier Eierschalen verwenden, ne? Von der Farbe her. Mhm. Und dann dachte ich mir, dass wir die Fronten, das hier, das bleibt so, das Dunkle, das können wir dann in dem Grün machen. Nee, das hier würde ich alles so Darf ich lassen. mal was vorschlagen? Ja. Nicht nach Hause fahren, sondern wir fahren jetzt in den Supermarkt, holen Snacks, Bier, kaufen ein Maßbein und was wir hier brauchen für die Sachen. Dann hole ich meinen Block aus dem Auto, du setzt dich hier hin, überlegst und wir machen schon mal irgendwas. Wenn wir nicht anfangen, dann ist es dumm. Ja, aber ich brauche auch gleich ein bisschen Zeit zum Nachdenken auf jeden Kannst Fall. du doch hier. Aber ich will nicht hier nachdenken. Ich will in Ruhe nachdenken. So, Aber das kannst du heute Abend, oder nicht? diese Front hier könnten wir auch in Grün machen. Ich und glaub, dann- das sieht komisch aus. Nee, Zu nee. viel, du musst... Und dann machen wir hier hinter in Eierfarben. Nee. Wieso nicht? Wie das Opa aussieht. Grün und Eierfarben. Du hast die grünen und Eierfarben ausgesucht. Ja, aber dezent und nicht in einem Raum. In einem Raum mit Grün kommt nur weiß. Ja, wir müssen hier was machen. Was sollen wir denn hier? Dann weiß. Ich denke, du würd wolltest, das ich denk, du hier- wolltest keinen Reinweiß. Das würde ich einfach nur grün machen. Das sieht Opa aus. Passt doch. Ich bin doch hier der Nein. Rentner. Ich habe eine Idee. Aber das sieht nicht gut aus. Das ist zu viel. Lieber das hier in grün. Das können wir, nein, das bleibt wie es ist. Ja, dann nur das. Dann nur das. Das ist Kunstleder hier. Das lackierst du doch nicht. Ja, dann mache ich das sauber und dann kommt das hier einfach in grün. Das wird Ja, das hab ich besser doch gesagt. aussehen, aber das nicht. Das muss weiß sein. Grün und weiß. Ja, dann machen wir das weiß. Dann machen wir das Verwitterte hier weiß. Sollen wir das hier komplett weiß machen innen? Aber ich finde halt weiß und Mahagoni sieht halt zum Kotzen aus. Was ist denn mit der Farbe? Warum willst du es dann wegmachen? Ja, das ist halt auch schon verwittert halt, ne? Ich meine, man kann gucken, ob man es vernünftig anschleifen kann und ob man es irgendwie mit einer Ölung noch halbwegs retten kann. Aber das sind eben Dinge, die ich gleich einfach auch in Ruhe in meinem Kopf mit mir ausmachen möchte, theoretisch. Klar, hier gibt es auch Probleme auf der Tortuga. Aber, ich habe eben schon gesagt, ich meine, wir haben für die ATR 10.000 Euro bezahlt. Ne? Und unser Budget ist jetzt nicht unbegrenzt. Das hier ist um einiges weniger schlimm. 100%ig. Das meiste ist wirklich optisch. Eigentlich alles. Bis auf die Fenster. Und wir haben uns auch gerade über die Bootsprofis unterhalten und auch über... Kommentare. Und über die Kommentare, genau, die gesagt haben, dass wir uns einen Gutachter holen sollen. Aber bei den Booten, die wir uns angeguckt haben, Bei den meisten, die wir uns angeguckt haben, brauchte man von vornherein schon keinen Gutachter. nee, Plus, dass wir einfach gar nicht die Kohle mehr haben jetzt, um Nee. zu sagen, komm, wir holen jetzt für jedes Boot für 800 Euro mindestens. Kleines Gutachten habe ich mal gesehen, 500, mittleres so 800 bis 1000 irgendwas. Wer soll sich das denn leisten bei 5, 6 Booten, die man sich anguckt? Ja, ihr werdet jetzt sagen, ja, dann kauft euch kein Ja. Boot. Ja, wir wollen aber weg. Wir sind ist so ein bisschen verzweifelt. Verzweiflungsgrad, ja. Wir müssen aus unserem Leben raus. aber es ist auch nicht schlimm, auch dass das Boot jetzt hier klein ist kein Problem. Wir wohnen, wie gesagt, in einem Wohnwagen und das hier wirkt schon wie ein Schloss dagegen. Also es ist schon sehr groß. Es ist auf jeden Fall 100-mal besser als das alte Boot. Ja. Wenn auch viel kleiner, ja klar, da müssen wir jetzt mit umgehen. So, das Schlimmste, was ich hier sehe, ist tatsächlich der Fensterbereich. Also Ja. wir müssen im besten Fall die Fenster neu abdichten. Klar, die sehen jetzt auch hier oben nicht mehr so brillant aus, aber das ist immerhin dicht. Das ist aber okay. Das Ähm, würde mich jetzt nicht stören für 2 aber das Jahre. meiste ist Optik. Wir müssen jetzt irgendwie einen Schlachtplan entwickeln, was wir hier machen, wie viel wir machen.
Ja. Und ansonsten wissen wir ja, das Boot hat gesegelt und es segelt sehr schön und da machen wir uns jetzt erstmal nicht die Gedanken. Und die Außenhülle ist halt auch in Ordnung, ne? Da ist nichts, dass man da irgendwie sagen müsste, das ist gefährlich. Das ist das Wichtigste eigentlich. Ja. Also der Innenraum, ja, dann ist es halt nicht so toll. So ein paar Sachen muss man machen, aber davon sind wir ausgegangen. Also ich meine, wir haben uns das ja angeguckt, wir haben uns das auch sehr genau angeguckt. Ist natürlich noch mal ein bisschen was anderes, wenn man jetzt plötzlich alleine hier drin sitzt, kein schönes Wetter, man nicht auf dem Wasser schippert, eine nette Familie um sich hat, die einem das zeigt. Ist alles natürlich ein bisschen andere Situation, aber ja. Das ist das, was wir gestern besprochen hatten, wo wir das erste Mal auf der Ater waren, wo wir uns so hilflos gefühlt haben. Ja, weil es total überwältigend war. Es ist jetzt auch wieder so ein Gefühl irgendwie, weil du plötzlich wieder alleine in einem neuen Projekt sitzt. Fremder Ort. Aber ich finde es bei weitem nicht so demoralisierend, wie das beim letzten Mal war. Eine Sache, die ihr übrigens auch noch wissen müsst, das, was ihr seht, passiert ja mal zeitversetzt. Ne? Es kommen ja viele hilfreiche und nette Kommentare, auch super positive Kritik. Aber bedingt dadurch, dass ihr das seht, wenn es schon längst passiert ist, ist da natürlich oft nicht viel, was man machen kann, jetzt auf die Kommentare bezogen. Ne? Ja. Versuchen natürlich irgendwann, wenn die Videos wöchentlich kommen, dann werden wir natürlich viel aktueller sein und können auch viel genauer auf eure Sachen eingehen und ja, gegebenenfalls grobe Fehler vermeiden. Interessant ist jetzt auch, viele haben ja auch Boote angeboten für die Zukunft, für in 2 Jahren. Ne? Wenn man sich dann vergrößern möchte, könnte man ja jetzt schon mal Ausschau halten, theoretisch. Also für uns ist der Plan auf jeden Fall, wir werden mit diesem Schiff 2 Jahre Mittelmeer rumschippern, werden für uns die wichtigsten Spots, all unsere Freunde auf irgendwelchen Inseln und so abklappern und dann werden wir uns irgendwie auch umorientieren. Also für die Zeit, merkt euch schon mal vor, wenn ihr irgendwie ein schönes Aluboot oder sowas rumstehen habt, irgendwas in Richtung Expedition oder ein Katamaran, dann behaltet uns mal im Köpfchen. Ne? Ja. Jetzt machen wir auf jeden Fall das Beste draus und gucken, entwickeln einen Schlachtplan, was wir hier tun. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal frisch ans Werk. Mal gucken, wir haben nicht viele Tage Zeit, mal gucken, was wir schaffen, ob wir viel schaffen, ob wir wenig schaffen, ich weiß es noch nicht. Und dann Mario! Kann ich mal den Wagenschlüssel haben? Ich hol mal die Sache. Ich habe ein Déjà-vu, wenn ich dich da sitzen sehe irgendwie. ja. Du kannst bitte gleich die Leiter runterfahren, wir brauchen ein bisschen Clickbait-Material. Ja, mache ich. So wie letztes Mal. Hier So wie kannst du sie letztes nicht Mal. versenken. Ja, hier kannst du die wenigstens nicht versenken, die blöde Leiter. Also unter normalen Umständen hätten wir jetzt hier die Leiter, die ich eben vorne abgemacht habe. Aber es sind ja keine normalen Umstände, denn unser Freund Mario hat die dort ins Wasser fallen lassen. Einfach schön. Ist einfach schön. Oder will jemand mitkommen? Ich dachte, wir fahren jetzt in den Supermarkt, Ach so. holen ein paar Snacks. Ja. Und 2 Getränke. 20 Dosen Bier. Und dann gehen wir hier zu dem Marine Shop. Was für ein Marine Shop? Da ist doch einer. Hast du nicht gesehen etwa? Was willst du Der da? muss ein ganz großer Sachen Laden kaufen. sein. Was für Sachen Wir kaufen? brauchen da bestimmt Schleif, irgendwas. Wir haben alles zum Schleifen. Ach ja. Wir haben 4 Tüten Okay, wir Schleifmaterial. brauchen nichts kaufen offensichtlich. Das Ich stimmt. dachte, wir Noch kaufen nicht. was. Noch nicht. Kaufen ist gut. Die übergeht auch wieder völlig, was ich eben gesagt habe. Das ist wunderschön. Bisschen. Ja. Ja, stimmt. Ja. Habe ich auch mitbekommen. Weil wir keine Zeit haben. Echt? Und ich denke, der Mario wollte doch was tun. Ja, schön und gut. Du willst doch wieder im Bett Trotzdem liegen. nehmen wir jetzt auch mal Rücksicht auf meine scheiß Gefühle. Und wenn ich sage, ich bin hier gerade ein bisschen überwältigt und möchte gerne nachdenken in meinem Kopf, dann möchte ich das tun. Kannst jetzt noch 15 Mal kannst du Da ist ein Bett. drängen und drücken. Und Da ist ein Zumindest Bett. grinst du jetzt nicht blöd in die Kamera. ich grinse immer blöd in die Kamera, das ist mein Naturell. Jetzt lass mich endlich alleine, mein Gott. Cleo sagt gerade noch, mach einfach traurige Selbstmusik an, vielleicht hilft das. Weil ich immer melancholische Musik höre. Immer, fast. Ah, ja, das mache ich jetzt auch wirklich, das hilft bestimmt. In der nächsten Folge von Tadventure Sailing. Und dann wird er ein bisschen entrostet.